Vorstellung von Auriga Credit Network. Das Fallbeispiel handelt vom Gläubiger Videocredi. Der Kreditor hat zwei offene Forderungen. Eine in den Niederlanden, wofür er seinen eigenen Partner einlädt, und eine in Ungarn, mit welcher er DWM Auriga Direct beauftragt. Hier befinden wir uns auf der Startseite nach dem Login. In der Mitte finden Sie diverse Informationen zur Plattform und in der linken Spalte das Menü. Wir sind als Kreditor eingeloggt, daher ist die Grundfarbe hellblau. Bei einem DCA, so nennen wir unsere Partner, wäre der Account violett gehalten. Unser Kreditor möchte nun als erstes seinen Partner in den Niederlanden einladen. Dafür wechselt man im Menü zu Inkasso-Partner. Ein Partner kann ganz einfach per E-Mail zur Zusammenarbeit eingeladen werden. Es stehen außerdem die 7 Auriga-Sprachen zur Verfügung, in welcher die Einladung verschickt werden kann. Der Partner erhält daraufhin eine E-Mail mit einem Link, über welchen er sich auf Auriga Credit Network registrieren kann. Wenn der Partner bereits auf Auriga Credit Network registriert ist, wird er direkt Ihrem Netzwerk hinzugefügt und als Inkasso-Partner angezeigt. Dieser wird Ihnen in Zukunft immer vorgeschlagen, wenn Sie eine Akte für eben dieses Land übergeben möchten. Nun, da der Kreditor seinen Partner eingeladen hat, möchte er die erste Forderung übergeben. Dafür klickt er im Menü auf Neuer Debitor. Im neuen Fenster können nun alle Daten zur Schuldnerfirma respektive Person erfasst werden. Auf der nächsten Seite folgen dann die Angaben zur Forderung selbst. Es können mehrere Haupt- sowie Nebenforderungen angelegt werden. Außerdem Hinweise zu gerichtlichen Schritten, zu versendeten Mahnungen und natürlich können hier auch die Unterlagen mit übergeben werden. Nun kommen wir zur Übergabe selbst. Hier werden alle vorhandenen Partner für eben dieses Land, in diesem Fall Ungarn, angezeigt. Unser Kreditor hat in Ungarn keinen eigenen Partner. Daher übergibt er die Akte an DWM Auriga Direct zur weiteren Bearbeitung. DWM International GmbH beauftragt im Anschluss seinen Partner vor Ort. Zur Sicherheit können die Daten per Klick auf Details vor der effektiven Übergabe nochmals kontrolliert werden. Wir haben in den Account von DWM Auriga Direct gewechselt. DWM sieht im Postfach nun die Auftragsanfrage und kann die Akte dort annehmen oder ablehnen. Über den Menüpunkt Inkasso-Vorgänge gelangt man zu den einzelnen Akten. Während der Bearbeitung ist DWM respektive Ihrem Partner aufgefallen, dass die Anschrift des Schuldners nicht korrekt ist. Daher fragen Sie beim Gläubiger nach. Wechsel zum Account des Kreditors. Unter Inkasso-Vorgänge wird dem Kreditor durch Blinken angezeigt, dass es Neuigkeiten in den jeweiligen Akten gibt. In der Akte selbst sieht der Kreditor nun die aktuellen Informationen und Anfragen und kann per Knopfdruck innerhalb Sekunden darauf antworten. Obschon die Adresse nicht korrekt ist, konnte DWM den Schuldner per E-Mail erreichen. Dieser bestreitet die Forderung jedoch. Weil der Schuldner die Forderung bestreitet, übermittelt der Kreditor weitere Unterlagen, welche die Forderung begründen. Wenn nur eine kurze Information respektive ein Update mitgeteilt werden muss, eignen sich dafür die Vorlagen im Dropdown-Menü des Bearbeitungsstatus. Durch die Verhandlungen zwischen Partner und Schuldner konnten sich die Parteien nun auf einen Vergleich einigen. DWM informiert den Kreditor entsprechend. Der Kreditor ist mit dem vorgeschlagenen Vergleich einverstanden. DWM konnte den Vergleich verbuchen, informiert den Kreditor und schließt die Akte im gleichen Zuge als erfolgreich ab. Der Kreditor möchte nun seinen zweiten Fall übergeben. Der Schuldner ist in den Niederlanden wohnhaft und der Kreditor möchte seinen eigenen Partner damit beauftragen.
Die Anlage erfolgt über den gleichen Weg, wie wenn DWM Auriga Direct beauftragt wird. Bei der Übergabe selbst werden dem Kreditor nun gleich zwei Optionen angezeigt. Zum einen die Übergabe an DWM Auriga Direct und zum anderen natürlich die Übergabe an den zuvor eingeladenen Partner. Wechsel zum Account des Partners. Da der Partner in den Niederlanden sitzt und Englisch nicht so gut beherrscht, nutzt er Auriga ganz einfach auf Niederländisch. Beim ersten Login muss jeweils die Datenschutzerklärung akzeptiert werden. Über den Posteingang kann der Partner wieder die Akte annehmen. Dem Kreditor wird nun direkt wieder angezeigt, dass der Partner die Akte in die Bearbeitung aufgenommen hat. Der Partner möchte nun vom Kreditor wissen, ob der Schuldner sich mit diesem in Verbindung gesetzt hat. Da der Kreditor Auriga auf Niederländisch nutzt, werden ihm natürlich auch alle Vorlagen in eben dieser Sprache angezeigt. Dem Kreditor wird die Anfrage natürlich wieder auf Deutsch angezeigt. Sprachliche Missverständnisse sind somit Geschichte. Der Partner hat nun einen Teilzahlungsplan mit dem Schuldner vereinbart und der Schuldner hat die erste Zahlung geleistet. Erfreulicherweise scheint die Kontaktaufnahme durch den Partner vor Ort gefruchtet zu haben. Der Kreditor hat den Restbetrag nämlich kurz darauf als Zahlung erhalten und informiert den Partner entsprechend. Der Partner bestätigt die Meldung und schließt die Akte erfolgreich ab. Der Kreditor ist happy, dass seine Akten erledigt sind und er keine der beiden Forderungen abschreiben musste. Und das alles ganz einfach und ohne große Aufwände von seiner Seite. Profitieren auch Sie vom Auriga Credit Network und melden Sie sich direkt an.